Markus Söder macht gedanklich einen schweren Fehler, wenn er glaubt, das Land würde besser regierbar sein, indem man die Position der Rechten übernimmt. Das hat er ja gerade auch in dem Beitrag im Grunde dargestellt und ausgesprochen. Wohin das führt, haben wir gerade in Österreich gesehen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Seid ihr auch genervt von Politikern, die ihre Fehler nicht zugeben und stattdessen mit dem Finger auf andere zeigen? Heute schauen wir uns an, wie Robert Habeck im ZDF-Interview Markus Söder kritisiert, während er genau das macht, was er Söder vorwirft. Warum Habeck sich dabei selbst entlarvt und wie er uns mit großen Projektionen verkaufen will, dass er der nächste Kanzler ist. Bleibt dran, denn das wird spannend. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Viel Spaß beim Video. Auf geht's! Die Grünen sind in Lübeck in die heiße Wahlkampfphase gestartet. Der als Kanzlerkandidat benannte Habeck fordert erneut, Parteien der Mitte müssten für alle Bündnisse offen sein. Ein Appell, der wohl vor allem an die CSU geht. Wer jetzt in dieser Zeit einer Ausschließeritis das Wort redet, bereitet entweder den eigenen Wortbruch vor oder er sorgt dafür, dass dieses Land immer schwerer regierbar ist. Inhaltlich näherte sich Habeck zuletzt der Union, forderte die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf etwa 3,5% der Wirtschaftsleistung. Gestern legte er nach, Syrer, die nicht arbeiten, müssten Deutschland verlassen. Beides beileibe keine grünen Positionen. Und aus Flensburg ist uns jetzt der grüne Kanzlerkandidat und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, grüß Sie. Herr Habeck, wir haben es gerade gehört, Syrer, die hier nicht arbeiten, müssen zurück, wenn Syrien sicher ist. Das haben Sie gestern gesagt. Ist das Ihre Antwort auf die angekündigte Law-and-Order-Politik der Union? Nein, überhaupt nicht. Und ich habe natürlich auch gesagt, dass die Lage in Syrien im Moment völlig unübersichtlich ist. Also, das ist die letzte Konsequenz. Aber erst einmal muss man sich anschauen, wie sich die Lage in Syrien ja entwickelt. Ja, trotzdem ist es wahrscheinlich Ihr Versuch, auch in puncto Sicherheit und Migration einen Punkt zu setzen, vielleicht auch als Rezept gegen rechts. Bei der CSU hat man ja gestern klar gesehen, wie das Rezept aussehen soll. Eben Law and Order und strikte Migrationspolitik und Abgrenzung auch gegen die Grünen. Was würden Sie sagen, was ist Ihr Rezept gegen rechts? Das Rezept gegen rechts ist sicherlich nicht, dass man den Rechten hinterherbellt und hinterherläuft. Und das sehe ich schon vor allem bei der CSU. Markus Söder macht gedanklich einen schweren Fehler, wenn er glaubt, das Land würde besser regierbar sein, indem man die Position der Rechten übernimmt. Das hat er ja gerade auch in dem Beitrag im Grunde dargestellt und ausgesprochen. Wohin das führt, haben wir gerade in Österreich gesehen. Das Maulheldentum, das wir aus Bayern hören, von der CSU hören, ist gerade vor dem Hintergrund dessen, dass in Österreich es nicht möglich war, dass eine Koalition gebildet wurde aus Konservativen, also Äquivalent Union, Sozialdemokraten und einer liberalen Partei, die Grünen waren gar nicht dabei, wirklich fast geschichtsvergessen, das muss man so sagen, weil er nicht begriffen hat, dass immer in der demokratischen Mitte mehr Verbindendes ist als zu den Feinden der Demokratie. Also insofern widerspreche ich der Analyse von Markus Söder und der CSU fundamental. Es ist nicht richtig, wie Sie dieses politische Szenario lesen und deuten, sondern die demokratischen Parteien der Mitte müssen bei allen Unterschieden, die im Wahlkampf herausgearbeitet werden müssen, in der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Sonst wird die Republik unregierbar. Also Sie schießen scharf gegen die CSU. Das ist ja alleine noch kein Rezept gegen rechts. Sie beklagen auch die Polarisierung in Deutschland, verweisen mahnend auf Österreich. Aber tragen Sie nicht auch persönlich zur Polarisierung bei, ob Sie es wollen oder nicht? Die Person Robert Habeck ist in manchen Milieus ein rotes Tuch. Sie polarisieren wie wenige andere Politiker. Da kommen Sie doch mit Inhalten gar nicht mehr so richtig an. Stecken Sie da als Kanzlerkandidat der Grünen nicht in einem Riesendilemma? Das Rezept gegen rechten Populismus ist sicherlich nicht, die Mittel des rechten Populismus zu übernehmen. Das schwächt per se die
liberalen demokratischen Parteien der Mitte. Denn die Instrumente des rechten Populismus, also ausschließen, immer anderen die Schuld geben, gemeine Sprache, das Böse unterstellen, die sind immer besser angewandt bei denjenigen, die skrupellos sind. Aber dann und es gibt ja hoffentlich Herr bei Habeck, allen beschreiben Sie demokratischen doch Parteien bitte, der was Mitte so ist etwas denn wie Ihr Rechtsgruppe. Rezept gegen Ja, rechts? deswegen darf ich Ihnen das ganz kurz sagen. Deswegen sind die Grünen und mit Verlaub auch meine Person zum Feindbild der Rechten geworden, weil wir uns diesem Prinzip verweigern. Wir setzen darauf, dass wir inhaltlich scharfe Debatten führen. Klimaschutz, offene Gesellschaft und da von unseren Positionen, für unsere Positionen werben. Aber wir setzen auch darauf, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten können, dass die Republik durch Konsens geprägt ist, durch das Aufeinanderzugehen, das Zuhören aufeinander. Und was hassen die Rechten am meisten? Genau diese Position. Die Polarisierung ist also nicht eine Polarisierung. Der größte Feind des Rechtspopulismus ist der Linkspopulismus. Am Ende werden Sarah Wagenknecht und Alice Weidel schon irgendwie zusammenkommen können. Der größte Feind des rechten Populismus ist die Partei, die für den demokratischen Ausgleich im Lande steht. Das erklärt, warum so viel Feindschaft und so viel Hass auf uns aufgewandt wird. Aber sind Sie mit dieser Strategie nicht auch gescheitert, wenn man sich die Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen ansieht, wo die AfD so stark ist wie nie und die Grünen eigentlich so schwach wie nie? Brauchen Sie da nicht ein neues Rezept gegen rechts? Nein, ich denke, es ist genau umgekehrt. Wir gewinnen ja gerade an Zuspruch. Unsere Umfragewerte steigen, haben sich seit dem Bruch der Ampel vielleicht plus 3 oder 4% entwickelt. Also von 10 auf 14, grob gesprochen. Bisschen schwanken natürlich immer wieder, aber es geht deutlich bergauf wegen dieser Haltung, wegen dem Vertrauen in das Land und in die Menschen dieses Landes, wegen einer politischen Haltung, die sagt, da sind die Probleme, wir gehen ehrlich und aufrichtig miteinander um, wir moderieren sie nicht weg und sagen, ach, wir tun so, als ob wir noch in den 90ern leben, dann können wir weitermachen wie bisher. Aber wir gehen voller Zuversicht und voller Entschlossenheit die Probleme an. Das schafft Vertrauen, das bringt uns voran und das ist das Gegenmittel gegen rechts, die ja im Grunde die Probleme so eskalieren lassen wollen, Europa spalten, Deutschlands Austritt aus Europa, den Euro abschaffen und so weiter. Damit werden die Probleme ja nur größer und das schwächt die deutsche Wirtschaft. Also es ist ein Gegenrezept gegen rechts und das wird auch gesehen. Die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern waren Wahlen unter dem Zeichen der Ampel. Alle Parteien haben damals verloren, aber die Ampel ist ja vorbei. Es ist ein völlig neues Spiel. Es nützt nichts zurückzugucken, das sage ich allen politischen Parteien. Wir sollten jetzt darum streiten, wer hat die besten Antworten für die Zukunft. Dann lassen Sie uns über diese Antwort noch mal sprechen bezüglich auf die Wirtschaft. Da sind Sie ja eigentlich auch ein rotes Tuch für große Teile der Wirtschaft. Führende Wirtschaftsleute äußern sich öffentlich gegen Sie. Experten wie etwa vom Deutschen Institut der deutschen Wirtschaft kritisieren Sie für Ihre Bilanz. Als Wirtschaftsminister, der Sie ja gerne bleiben wollen, oder lieber noch als Bundeskanzler, müssen Sie ja auch Konsens herstellen, Vertrauen schaffen. Auch das ist doch mit Ihrer Person quasi nicht mehr zu schaffen. Also was die ökonomischen Studien angeht, so geben sie unserer Position recht. Gerade das Institut der deutschen Wirtschaft hat ja, ähnlich wie wir es vorgeschlagen haben, einen großen Investitionsfonds gefordert, das in den Volumina ungefähr dem entspricht, was wir errechnet haben, 40 bis 50 Milliarden Euro jährlich für die Infrastruktur, also Autobahnen, Brücken, Busse, Bahnen, aber auch digitale Infrastruktur und vor allem Innovationsmöglichkeiten in dem Land. Das ist also nicht richtig, wie Sie es dargestellt haben. Und auch viele Unternehmen es ist zumindest setzen richtig, darauf, dass viele Sie, auch führende Vertreter, Sie kritisiert haben. Das ist schon richtig. Ja, natürlich gibt es auch Vertreter, die mich kritisiert haben, aber es gibt auch sehr viele Unternehmen, die darauf setzen, dass die Investitionen in die Zukunftstechnologien beibehalten werden und nicht Wärmepumpen wieder abgewickelt werden. Die Investitionen in die E-Mobilität alle umsonst waren, weil die CSU wieder sagt, wir müssen am Verbrennungsmotor festhalten. Die Start-up-Szene wartet darauf, dass digitale Technik und Nachhaltigkeit weiter vorangebracht wird. Also das ist etwas, das ist mehr differenzierter. Probleme haben wir in dem Bereich der energieintensiven Industrien, dort wo fossile Energien, vor allem aus Russland, die Produktion in Deutschland hochgehalten haben in den letzten Jahren. Die Energie fehlt bekanntlichermaßen, sie musste für viel Geld nachbeschafft werden und die Preise sind noch immer hoch. Diese Unternehmen haben wirklich ein Problem, aber das ist ein Problem, das durch die Abhängigkeit der Vergangenheit beschuldet wurde und gelöst wird durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Zukunft. Lassen Sie uns noch kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, über die Sicherheit sprechen. 3,5% des Bruttosozialproduktes für Verteidigung ausgeben, haben Sie vorgeschlagen. Wie besorgt sind Sie um die Sicherheit Deutschlands in den kommenden Jahren?
Europa muss für seine eigene Sicherheit mehr tun. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner immer für unsere Sicherheit garantieren. Das ist kein erfreuliches Thema. Ich würde mir auch wünschen, wir reden hier über Bildung, Forschung, soziale Wohltaten, die im Land ausgeschüttet werden können. Aber so ist die Welt nicht, in der wir leben. Und worauf ich vor allem hingewiesen habe, ist, dass wir jetzt mal Klarheit in der Analyse schaffen müssen. Entweder wir haben dort eine Aufgabe und ein Problem. Man kann das leugnen und abtun, wie es AfD und BSW tun. Wenn es aber ein Problem gibt, und ich meine, es gibt dort ein Problem, dann müssen wir auch Antworten finden, die das Problem lösen. Was wir nicht machen können, ist zu sagen, da ist ein Problem, aber wir können die Antworten ja gar nicht geben, denn wir haben uns vor 20 Jahren finanzpolitische Regeln gegeben, die es verhindern, eine vernünftige Antwort zu geben. Darum geht es. Es geht gar nicht so sehr um die Zahl selbst. Es geht darum, machen wir jetzt mal den Kopf auf und sind wir ehrlich miteinander. Oder verhindern wir die Lösung eines Problems, weil wir uns festbeißen in einem letztlich ideologischen Beschluss der Vergangenheit, der nicht mehr in die Wirklichkeit passt, in der wir leben. Vielen Dank vorerst für dieses Interview heute Morgen. Das war der grüne Kanzlerkandidat und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Danke. Schönen Tag Ihnen. Danke. Es ist erstaunlich, wie sehr Robert Habeck immer wieder das verkörpert, was er anderen vorwirft. Ob es um vermeintliche rechte Rhetorik, Machtmissbrauch oder Verantwortungslosigkeit geht. Er zeigt mit dem Finger auf andere, während seine eigene Bilanz einen Schatten wirft, der kaum zu ignorieren ist. Ein Mensch mit Charakter hätte sich längst hingestellt, seine Fehler aus 3 Jahren Amtszeit offen zuzugeben und konkrete Maßnahmen erarbeitet, um die deutsche Wirtschaft aus der Misere zu holen. Doch stattdessen scheint Habeck eher daran interessiert, das Steuergeld für gigantische Inszenierung zu verschwenden, die ihn als den alleinigen Retter, ja, Kanzler in Spe darzustellen. Dieses Verhalten ist unerträglich. Habeck wirkt wie ein Mann, der alles kontrollieren möchte und sich darauf versteht, Kritiker mundtot zu machen. Wer nicht mitzieht, wird von einem grünen Machtapparat zermalmt, der sich anmaßt, die moralische Instanz der Nation zu sein. Das hat nichts mehr mit demokratischem Diskurs zu tun, sondern erinnert eher an ein autoritäres Verständnis von Politik. Ein Mensch mit wahrem Charakter steht zu seinen Fehlern, übernimmt Verantwortung und sucht Lösungen, anstatt die Schuld bei anderen zu suchen. Doch von dieser Haltung scheint Robert Habeck weit entfernt. Stattdessen sehen wir einen Minister, der das Land spaltet, die Wirtschaft schwächt und sich dabei in einer endlosen Spirale aus Heuchelei und Projektion verfängt. Meine persönliche Meinung: Ich möchte Robert Habeck in keinem politischen Amt mehr sehen. Seine Politik ist nicht nur ineffektiv, sondern auch gefährlich für die demokratische Kultur unseres Landes. Verantwortung und Ehrlichkeit sollten wieder zu den Kernwerten in der Politik gehören. Werte, die Habeck anscheinend längst vergessen hat. Bleibt wachsam, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Bis zum nächsten Mal.